Heute geht es ums Thema Tracking-Nahrung, aber nicht Tracking-Nahrung fertig gekauft, sondern um selbstgemachte Tracking-Nahrung. Was ihr dafür braucht und wie es geht, erfahrt ihr hier. Der erste wichtige Punkt ist die Wahl eurer Gefrierbeutel. Ich nehme immer Gefrierbeutel ohne Ziplock, weil diese leichter sind. Für euer Frühstück empfehle ich euch Porridge, weil Haferflocken viele Kalorien und gute Ballaststoffe bietet. Als Basis könnt ihr natürlich fertiges Porridge nehmen oder ihr verwendet Zartblatt Haferflocken und ergänzt dann noch Zutaten je nach Geschmack. Ich verwende immer eine Tasse Haferflocken, ganz viel Zimt und etwas Vanille und fertig ist meine Basis. Auf Tour dann einfach 2 Tassen Wasser aufkochen, ins Porridge gießen, ziehen lassen. Für meine Variante 1 nehme ich gerne gefriergetrocknete Erdbeeren und Himbeerscheiben. Die findet ihr mittlerweile im Supermarkt oder in der Drogerie eures Vertrauens. Als nächstes ergänze ich bei dieser Variation noch 1 bis 2 Löffel Kokosmilchpulver. Und et voilà, fertig ist euer erstes Frühstück. Für die zweite Variante kommen nun Kokoschips und getrocknete Apfelringe ins Spiel. Solltet ihr einen Mixer zu Hause haben, könnt ihr die Kokoschips und die Apfelchips zu Hause schreddern. Ansonsten könnt ihr die Zutaten aber auch klein hacken. Da wir schon Kokoschips ins Porridge gegeben haben, gebe ich auch hier nochmal einen Löffel extra Kokosmilchpulver dazu. Und fertig ist euer Porridge Nummer 2. Die dritte Variante ist übrigens mein Go-To-Favorite, den ich mir auch gerne zu Hause mache. Einfach die Basis mit Zimt und Vanille und den Kakaonip. Bevor es jetzt weitergeht zum nächsten Rezept, lasst mir doch gerne schon mal einen Daumen nach oben da und abonniert mich. Angekommen am Campground haben wir großen Hunger. Dafür findet ihr ebenfalls diverse Lebensmittel im Supermarkt. Als Basis bzw. für eure Carbs könnt ihr zum Beispiel auf Couscous zurückgreifen, auf Mie-Nudeln, auf kleine Nudeln, die eine kurze Garzeit haben. Woknudeln eignen sich dafür ebenfalls gut oder auch Kartoffelpüree. Für mich als Vegetarierin eignet sich auch super Veggie-Hack für meine Spaghetti Bollo. Als Soßenbasis benutze ich auch gerne einfach kleine Tütensuppen mit unterschiedlichen Geschmäckern. Was natürlich ebenfalls nicht fehlen darf, sind unterschiedliche Gewürze zum Verfeinern eurer Trekking-Nahrung. Was ihr ebenfalls in den meisten Supermärkten findet und was sich super eignet, ist gefriergetrocknetes Suppengemüse, gefriergetrocknete Pilze oder auch getrocknete Tomaten. Was ihr ebenfalls gut benutzen könnt, ist natürlich gefriergetrocknetes Gemüse auf Basis von Trekking-Nahrung oder Gewürzmischungen wie zum Beispiel Mix für Bruschetta oder noch andere gefriergetrocknete Gemüse. Hier sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt, also schaut einfach mal im Supermarkt oder in der Drogerie, was sich vielleicht alles noch gut eignen könnte, was leicht ist und was eurem Essen nochmal mehr Pep geben würde. Für euer erstes Essen nehmt ihr etwa 150 Gramm Couscous und ergänzt 1 bis 2 Löffel gefriergetrocknetes Suppengemüse. Anschließend gebt ihr klein gehackte getrocknete Tomate und Pilze dazu. Für das nächste Rezept gebt ihr nun 150 Gramm Kartoffelpüreepulver in einen Ziploc-Beutel und würzt das Kartoffelpüree mit Gewürzen nach Geschmack. Ich benutze immer sehr gerne ganz viel Rosmarin. Anschließend gebe ich noch 2 bis 3 Löffel gefriergetrocknetes Gemüse dazu. Und fertig ist euer Dinner Nummer 2. Für die dritte und letzte Variante gebt ihr nun 150 Gramm schnell kochende kleine Nüdelchen in einen Ziploc-Beutel. Dann eine halbe bis eine ganze Tüte Tomatensuppe dazu. Nach Belieben Veggie-Hack. Würzt das Ganze noch mit Rosmarin und italienischen Kräutern. Und et voilà, fertig ist eure vegetarische Bollo. Hier seht ihr jetzt nochmal im Überblick alle 3 Frühstücksvarianten und Dinnervarianten. Für euer Frühstück gebt ihr während der Tour 2 Tassen kochendes Wasser in eure Ziploc-Beutel und lasst das Ganze ziehen. Für eure Dinnervarianten kocht ihr wie folgt das Wasser auf. Beim Kartoffelpüree benötigt ihr insgesamt 600 Milliliter kochendes Wasser und gebt dieses in den Ziploc-Beutel. Für euer Couscous benutzt ihr ca. 150 bis 200 Milliliter Wasser. Und für eure Spaghetti Bolognese kocht ihr ca. 500 Milliliter auf. Wie ihr seht, lassen sich wirklich viele Lebensmittel im Supermarkt für eure Tracking-Nahrung verwenden, sodass ihr auch bei einem möglichen Resupply nicht zu kurz kommen werdet. Das waren meine Ideenvorschläge für eure selbstgemachte Tracking-Nahrung. Ich hoffe, für euren Geschmack war etwas dabei. Probiert es gerne mal aus und lasst mich in den Kommentaren wissen, wie es euch geschmeckt hat oder ob ihr noch andere Ideen habt.